Allahümme salli ve sellim ala Seyyidina Muhammed aleyhisselam Salaten tedumu ve tüta ileyh Emel leyali ve tulet devam Allahümme salli ve sellim ala Seyyidina Muhammed aleyhisselam Salaten tedumu ve tüda ileyh Emel leyali ve tulet devam Allahümme salli ve sellim ala Seyyidina Muhammed aleyhisselam Salaten tedumu ve tüda ileyh Emel leyali ve tulet devam Muhammeden Resulullah Harikatına esraf ve hayrun fi cemiya Möge Allah unsere Gemeinschaft segnen, May Allah bless our community. unsere Sitzung hier Licht geben, And give light to the sleeping, to us meeting here. gathering, Gathering. May give light to this gathering. meclisimize ruhanilerin ruhaniyetleri hazır olsun inşallah. Mögen die Seelen und möge die Spiritualität der Heiligen hier vor Ort sein, bei uns sein, mit uns sein. And may the spirituality and the souls of all saints with us tonight. Mögen die Seelen der guten Menschen, der Heiligen, Freunde Gottes, mögen die spirituellen Kraftzentren uns niemals verlassen. May the souls, the spiritual centers, the saints, the friends of God always be with us. Wie kann etwas existieren und überleben ohne Strom, ohne Elektrik, ohne das Geheimnis, das unbekannte Geheimnis, was Leben gibt und uns in Bewegung setzt? How can something exist or continue to exist without electricity or energy? Der Dümmste innerhalb der Menschen, unter den Menschen, sogar der Dümmste weiß von dieser Energie, von dieser geheimen Kraft und muss es bestätigen und bezeugen und sagen, jawohl, es gibt diese geheimnisvolle Energie, das uns Leben gibt. And even the stupidest among all humans has to confirm, has to admit and say and bear witness that of course there's an unknown energy among us that is keeping us going. Die Menschen in diesem seit 3 Jahrhunderten vielleicht, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, Anfang, wollen nichts von Gott wissen, von einer Religion nichts wissen. Aber wohin mit ihnen? For over 300 years now, the 19th century, 20th century, 21st century and beginning, the humans, all humans, well, people don't want to know anything about God and about spirituality.
but where do they want to go to? Where does it lead to? Warum wollen sie von einer Religion nicht mehr wissen? Weil ihr Ego ist zu dick geworden, zu fett geworden, zu groß geworden. Und sie wollen keine Disziplin, Regel und Riegel haben. Riegel, Schokolade, ja. Aber nicht Riegel auf dem Weg. And why don't they want to know anything about religion? Because their ego's gotten so fat and so big that they don't want to have any bar that limits them. They want to have a bar of chocolate, but not a bar that limits and sets a limit. And so, and they don't want any discipline. Die meisten sagen, die von einer Religion nicht wissen wollen, wir sind Ungläubige, wir sind Atheisten, wir sind dieser ist dieser Mist, aber wir glauben schon an etwas. And those that say they don't want to do anything with religion, they are the so-called atheists and animists. They say, well, we don't want to do anything with religion. We do believe in something. Woran glaubt ihr, Sheikh, damit es von Anfang an vornherein weiß? Wir glauben an einen Schöpfer nicht. So what do you believe in, we ask. And oh, Sheikh, we want to tell you from foremost, we believe in God, that He's not existing. Wir glauben nicht an einen Gott und an Gesandten und an Bücher und an Engel. Nein, an dies alles glauben wir nicht. In the prophets, the messengers, the holy books and angels, we do not believe in. Ja, es kann nicht sein, aber dass ihr euch bewegt, ohne euch festzuhalten an ein Seil, an irgendetwas. Der Mensch muss sich an irgendetwas festhalten. But it can't be that when you're walking and moving around that you're not holding on to a rope or holding on to something and move around in this world. That's not possible. Und wichtigste und stärkste Seil, an der man sich festhalten muss, ist seine Hoffnung. And the strongest and thickest rope that you can hold on to is hope. Wenn man keine Hoffnung hat, hat man kein Seil, woran man sich festhalten kann. Hoffnung ist das Seil, an dem man sich festhalten kann. And without hope, there is no rope you can cling on to and that you can hold on to, because hope is the rope to cling on to. Ihr lebt in dieser Welt ohne Hoffnung. So you are living in this world without any hope? Wie weit geht eure Hoffnung? How far does your hope go to? Wie weit geht eure Hoffnung? Wir leben hier, wie wir wollen, und dann gehen wir irgendwann. Und dann ist die Hoffnung aus für euch. Geht kein Weg mehr weiter. Das interessiert uns nicht. Wir wollen so lange wie möglich hier leben, wie wir wollen, und dann von nichts kommen wir, zu nichts gehen wir. How far does your hope go to? Well, we hope, our hope is only we want to enjoy our life here and live as good as we can, and when we're dead, we're just gone. But what about after? What's going to happen then? Now we don't care. All that matters is that we're living here. Wer von nichts kommt und zu nichts geht, sein Leben hat auch nichts wert. And so we Für was say, hast du gelebt? so we say, if you come from nothing and then go back to nothing, then your life was worth nothing. Du musst doch an etwas glauben und du musst auch für etwas hoffen, damit dein Leben Wert hat.
you need to believe in something. You need to have hope, because otherwise your life has no worth at all. It gives you hope. It gives you worth. Okay, Sheikh Effendi, du hast uns gezwungen, unser Geheimnis hier Preiszugeben. preiszugeben. Okay, Sheikh. You made us give up our secret and tell you it. Wir glauben schon an eine Energie. Well, we do believe in an energy. Energiedrink. An energy drink. Drink Energie, became Energie. So you drink the energy and then you become energy. Sheikh, wir glauben an eine Energie. Eine Energie hat uns schon erschaffen. Wir kommen von einer Energie. Eine Energie hat uns erschaffen. Well, Sheikh, we believe in energy and we believe that we come from an energy. Und dann, ja, diese Energie schluckt uns wieder hinein. Well, and then what's going to happen then? Well, that energy is going to suck us in back. Also, Klartext, ihr kommt von einem schwarzen Loch raus und So- geht wieder in ein schwarzes Loch rein. So, if I understand it correctly, you come out of a black hole and then you go back into a black hole. Tja, wissen wir nicht. Aber es gibt da eine Energie. Es hat keinen Namen. Das ist nur eine Energie und von dort kommen wir. Von dieser Energie sind wir erschaffen. Und dann wissen wir nicht, was diese Energie mit uns macht. Shay, we believe in an energy and we were created by that energy, and then what's going to happen after that when that energy is taking us back, we don't know, but we believe in that energy. Hat diese Energie Augen? And does that energy have any eyes? Hat diese Energie Ohren? Does that energy have any ears? Hat diese Energie ein Wissen? Does that energy have any knowledge? Was ist das für ein Ding? So what thing is it? Sheikh, du bist so unwissend. Das ist Energie. Wir sprechen über eine Energie. Sheikh, you don't really understand. We are talking about an energy, Und Energie ist etwas Geheimnisvolles. and energy is always something secretive. Wir akzeptieren eben als Energie diese Kraft, Schöpfungskraft, und bezeichnen diese Schöpfungskraft als Energie. And for us, we accept that power of creation as an energy. We call it energy, what created us. Jetzt kommen wir langsam zur Sache, sagt der Schächter. Also, diese Energie ist eine Schöpfungskraft. Ihr redet von einer Schöpfungskraft. Daran haben wir nicht gedacht. Wir haben so einfach Energie gesagt. Das ist aber eine Schöpfungskraft, oder nicht? Wenn wir so leicht so überlegen, steht da, genau, es muss eine Schöpfungskraft sein. Weil wir sind ja entstanden. So, in a nutshell, you're talking about an energy that has the power of creation. So eventually you're believing in a creative power. Well, Jay, we didn't think about like that. We just called it energy, but that created us. So yes, of course, there's a power of creation. So you are believing in a creation. Das ist eine Mini-Talk zwischen einem Dummen, dem Dümmsten der Menschen, und dem Scheich. And just so Der you Scheich know, geht runter mit seinem Wissen für diesen Dummen und unterhält sich. so to make it clear, this is a mini talk between the stupidest human that is and the sheikh. And the sheikh is dumbing it down
is coming down to the level of the stupid to make him understand. Weil nur die Dümmsten der Dümmsten können etwas, nur an etwas glauben, was Energie ist und nicht weiter. Das ist eine dumme Aussprache. And only the stupidest among the stupidest believe in an energy and call it that way. Und schaut, wie der Chef diese dumme Leute hier führt ins Licht. And now watch how that sheikh is leading those humans into Ja, light. du glaubst an eine Energie, ja. Und du sagst, diese Energie hat mich erschaffen. Ja. Also er wird schon langsam klug. Er sagt ja. Er akzeptiert das. So you are believing in an energy, yes. And you're believing that that energy created you, yes. So we're getting closer, you're getting more smarter. You're saying yes, you're accepting. Mit euch erfahren, was der Chef sich für Arbeit macht hier, Kindererziehung. Now, brother, watch. See what the sheikh has to do. He is educating children. Im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert mag es sein, dass das höchste Philosophie ist. Für einen wahren Gläubigen, für einen wahren Diener Gottes ist das unterste Wissensstufe, Glaubensstufe. Und diese Philosophie ist unter den Füßen des Chefs. And for the 19th and 20th century, that thought process that we just experienced is the highest level of philosophy. But for a true believer, for a true human, that is the lowest level of belief, of faith. And that philosophy is underneath the feet of a sheikh. Erklärt den Atheisten oder den Anarchisten auf. Jetzt neuer Name gefunden. And that sheikh is enlightening that energistic. Das, was er sagt da, damit er weiß, was er da sagt. Damit er mehr lernt über das, was er da sagt. Eine Energie, von der du entstanden bist, das muss doch eine Schöpfungskraft sein, oder? Wenn ich mir so recht überlege, ja. Du meinst also diese Energie, was du als Energie bist, ist eine Schöpfungskraft. Wenn du es sagst, Shay. And the thing is, by teaching about what you are talking about, by what you're thinking about, is actually increasing your thinking. So, to begin again, so you're saying we come from an energy that created you. Well, if you put it like that, yes. So you're believing in a power of creation. A power of creation that created you, an energy that created you, yes. Milošefande, schau, wie leicht es für einen wahrhaftigen Diener ist, solche kaputten Gedanken hier aus dem Weg zu schaffen. Was die sich erhofft haben, ich bin der Philosoph meines Zeitalters. Ich habe es geschafft, den wahren Schöpfer zu finden. Das ist die Energie. Now, brother, watch how the sheikh makes all those broken thoughts, is bringing it into order so easily. And those people claim to be the highest, the greatest philosophers of their time by finally understanding that there's the highest power of creation and energy. Mit ihren eigenen Aussagen, Worten klären wir sie auf. Energie, wovon du sprichst, ist eine Schöpfungskraft oder nicht? Ja, sie müssen ja sagen. Da können sie nicht mehr da raus. Ich habe sie gefangen genommen. Mit ihren eigenen Worten. And watch how we enlighten those people,
those that don't want to believe. So you're stating that an energy created you is the power of creation. Yes, and they have to answer yes. They are forced to say yes, because there's no other way around. See what the Sheikh is doing. He is limiting them and putting them into a corner. Sind wir jetzt einverstanden damit? Eine Energie, wovon du redest, ist eine Schöpfungskraft, ja. Da sind wir schon hier gleich an dem Schöpfer jetzt hier. Klopfen wir an der Tür des Schöpfers. Wenn da eine Schöpfungskraft ist, und das ist die Energie, dann muss da der Schöpfer sein, hinter dieser Energie. Hinter dieser Kraft muss der sich verstecken, verbergen, der sich diese Kraft bedient. So we do agree on that there's an energy that is the power of creation. Yes, we agree. So now we are knocking on the door of the creator, because if that power of creation is an energy, then there has to be a creator of that power that we have to find. Herr Feinde, das ist nicht schwer für uns. Man muss nur wissen, wie man Klartext redet. Brother, this is easy for us. You just have to know what language to use. So leicht sind wir an der Tür des Schöpfers angekommen. And watch how fast we've just arrived at the door of the Creator. Mit der Aussage des Energisten oder Atheisten. Mit seiner Aussage habe ich ihn gefangen und ihn, komm, jetzt komm mal mit. Schauen wir uns diese Energie an. And see how we caught those energists, those and atheists, by just taking what they said, their comments, and making them, come on, let's agree on, and then we shoulder them and let's go together and find what that energy is. Eine Kraft, die nicht kontrollierbar ist, ist keine Kraft, sagt man. Und das ist die höchste Philosophie, das ist Logik. And they say a power that cannot be controlled is no power. And that's the highest level of philosophy. Wer kontrolliert diese Energie, diese ganze Universum und Universen innerhalb der Universen? Diese ganze Abermilliarden Galaxien, Abermilliarden von Sonnensystemen. Wer kontrolliert sie? So we ask, who is controlling those, our universes, that energy, that universes, the universes within universes, and those thousands and millions of galaxies and solar systems? Who is creating them? Who is controlling them? Jedes Sonnensystem ist eine geballte Ladung von Energie. And every solar system is a bundle of energy. Wer kontrolliert das alles? So who is controlling all of that? Wer gibt diese Energie frei? And who sets that energy free? Wir sagen Hauskassen, da nehmen wir unsere Energie. Also da muss hier etwas da sein, das diese Energie freigibt. Licht, Elektrik. Eine Zentrale muss da sein, wo wir diese Energie schöpfen können. So in a house, we've got like a provider of energy. So we have to agree that there has to be a place, a source, where all that energy is being sent to us that we can use. Oh, mein Freund, der Energist. Wir reden beide über den gleichen. Du sagst Energie, ich sage, das ist eine Schöpfungskraft, eine schöpferische Kraft, Kraft des Schöpfers. Du sagst, du bleibst da stecken bei der Kraft. Ich sage, ich spreche dir von Herr dieses Kraftes. So, oh you atheist, oh you energist, we are both talking about the same thing. You're calling it energy, and I tell you it's a creative power, and you just get stuck with the power, but I'm asking you, you have to go beyond with the creative. There has to be a lord of that power. Du bist stecken geblieben oder
vor lauter Bewunderung diese unglaubliche Kraftdemonstration bist du betrunken geworden und benommen und so eine Begeisterung, dass du nicht weitergehen kannst. Du bist bei der Kraftdemonstration schon hastig verloren. Und ich sage dir, willst du nicht den Besitzer dieses Kraftes kennenlernen, den Herrn dieses Kraftes, vor der du vor lauter Begeisterung hier betrunken geworden bist, willst du nicht weiter? So you are talking about energy only, but I'm telling you it's just a demonstration of creative power. And you are just being drunk by just looking at it, being wowed by it, and like surprised and completely lost in it. You already lost yourself in just that demonstration of power of creation. But I'm asking you, don't you want to find out who the creator is? Das ist die wahre Zustand dieser Leute, Miloš Efendi. All diese Atheisten, Energisten und alles, was mit ist, ändert. Sie sind betrunken geworden vor der Majestie des Schöpfers, deiner Majestät. Das ist es. Das ist die wahre Interpretation der Weisen. Sie schauen da anders rein. Und das ist sogar eine Entschuldigung für die Atheisten und Anarchisten. Schau mal, was wahre Gläubige alles tun, damit sie die Arche dieser Leute da noch retten können. Was er unter der Lutherlinie steht, ist doch egal. So, see, brother, what we're doing here. Those atheists, energists, everything with AST at the end. What we are doing with them, we are telling you what it is, what state they are in. They're just lost, they're just drunk. And see, that is how the wise men, how the saints are looking at it, and see how we just save their asses. I'm sorry, this is below the belt level, but that's just the way it is. Und, by the way, oh my friend, you anarchist, keine Energiekraft ist ohne Gesetz. Jede Kraft und Energie gesetzt wird vom Ende aus. Habe ich sie zusammengeschlagen, jetzt richtig K.O. bei Jimmy, oder nicht? Ja. And by the way, my friend, you energist, every energy has to follow a law, and that law has to be set by someone. Wie heißt das Formel für die Kraft? Ja? Laut, sag das laut. Ich kenne das nämlich nicht. Ich spreche mit Inspiration. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung von Physik. Rede du. Bestätige mich. Energie, die berühmteste Formel ist E gleich M mal C Quadrat. E gleich M Mal C Quadrat. mal C Quadrat. So, jetzt stellt sich die Frage, wer macht das Gesetz? Wer stellt diese Energie, sperrt ein in dieses Gesetz, die er gemacht hat, erlassen hat? Energie ist gefangen innerhalb des Gesetzes macht. Das ist die Wahrheit. So, what is the most common known physical formula for energy? And what we know is E equal M times C in square, and that is a law. The energy is being put into a law, into the limits of a law. So we now ask you, who is the lawmaker? Who made that law for the energy? Die Hülle, die Fülle. Wer hüllt, wer füllt? Das hier ist die Frage. So one thing is the cover, the other one is the filling.
So we're asking you, the cover and the filling, who is what? Und wenn ihr keinen Namen geben könnt und ihr kennt den Herrn des Gesetzes, den Herrn des Kraftes nicht, so lasst euch führen von jemand, der ihn kennt. So if you don't know who is the Lord of the cover of the filling, then let yourself be led by someone to that person. Und bleibt nicht stecken in der Energie. And don't get stuck in the energy. Ihr seid wie Menschen, die Richtung Sonne schauen und blind werden vor dem Licht der Sonne. And Und dann sagen, es gibt nur die Dunkelheit. Weil sie können nicht mehr sehen. Das ist so schwer, Jenny. Oh, you're just like those people that look to the sun and then got blinded by the light. And all you believe in is the darkness. That's so hard. Habt keine Angst und Furcht und seid nicht so eitel. Versteckt eure Dummheit nicht unter Eitelkeit. Sie verhüllen ihre Dummheit, verstecken mit Eitelkeit. Verpacken mit Eitelkeit und da ist nur in dieser Paket der alte Eitelkeit Dummheit drin. Oh, you people, don't be scared. Don't cover up your vanity don't cover up your stupidity with vanity, because all vanity does is covering up stupidity. So stop doing that. Die Dümmsten sind die Arroganten, sind die Dümmsten. The stupidest are the most arrogant ones, which are just stupid. Die Dümmsten sind die Ignoranten, die an der Wahrheit vorbeilaufen und sagen, es gibt keine Wahrheit. The most stupid ones are those who are ignorant and they're just passing by the truth, and all they say, there is no truth. Scheut euch nicht, sagt, ohne Angst, ohne Komplexe. Sagt einfach den Namen dieser schöpferischen, den Besitzer, den Herrn, den Namen des Herrn, diese schöpferische Kraft. Sagt Allah. And don't be shy, don't be scared to give the name, to say the name of that creator of the power that you're believing in. Just give him the name that we all know. Call him Allah. Sagt Allah. Just say Allah. Allah, 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 Kerim Allah, 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 Rahim Allah, 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 Kadir Allah, 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 Alim Allah, 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 Aziz Allah, 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 Ali Allah, 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 Galib Allah, Allah, Rafi Allah, Allah, Rauf Allah,
Allah, Allah, Mucib Allah, 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 Aziz Allah, 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 Eman Allah, Allah, Selam Allah, Allah, Aziz Allah. On Divan Sultan. Fatiha. Möge Allah uns gutes Verständnis geben Amen. May Allah give us good understanding und uns von dummen Leuten distanzieren. Amen. Weil and may us not get close and distance us from those stupid ones. Dummheit ist ansteckend. Renn weg. Because stupidity is infectious, so run away. Alles hat Grenzen, Dummheit nicht, sagte Jesus. And everything's got a limit, but stupidity does not. Jesus said, Es kann immer dummer sein. there's always someone stupider. Möge Allah uns vergeben And may Allah forgive us. und mit den Aufrichtigen sein lassen. Amen. And let us be with the sincere ones. Ein Bruder fragt, ja, mein Bruder hier, kann man auch für weltliche Interessen beten? And a brother asks over the internet, can you make a dua? Can you do prayers for worldly things? Die Antwort ist in der Frage enthalten. The answer is hidden inside that question. Und wir fragen, und wenn wir fragen, ist die Antwort drin. And when we ask, the answer is already in it. Hangi enterese için yaşıyorsun sen bu dünyada? Für welches Interesse lebst du in dieser Welt? So, for what interest are you living in that world? Für weltliche Interessen, wenn du für weltliche Interessen lebst, was hat das diese Tour ein Wert und Segen? So, if you're living in this world with intention for worldly stuff, so what worth, what a value does that dua have? Lebst du für diese Welt oder ist diese Welt für dich da? Are you living for this world, or is this world there for you? Für wen bist du hier? Für wen ist die Welt? For whom are you here, and for whom is this world? Du musst erstmal wissen, für wen bist du? Für wen ist diese Welt? Firstly, you have to understand for whom you are here in this world. Du bist für Allah, die Welt ist für dich. You've been created for Allah, and the world is for you. Das ist die Antwort des Herrn. Ich habe dich für mich erschaffen, diese Welt für dich. That's the answer. The Lord said, I created you for me, and the world I created for you. Du sollst von dieser Welt nur so viel nehmen, wie du es brauchst, wie viel du es brauchst. Nur um in dieser Welt sich bewegen zu können, wiederum für mich. Dass du beten kannst, dass du die Kraft hast zum Beten, dass du Kraft hast, mich zu gedenken. Dafür ist diese Welt da. Deine physischen, damit du physisch versorgt bist, mit physischen Kräften, dass du für mich da sein kannst. Erstmal. So, at first, all you should do is take as much as you need from this world, as much as you need, again, to do service for me,
to pray for me, to do zikr for me, to have a physical condition to move for me. That is the foremost thing that you have to understand. Wenn jemand fragt über das Gebet, darf ich beten für meine weltlichen Interessen, das bedeutet, dieser Bruder ist oder dieser Mensch ist ein Gläubiger. Dann muss er wissen, alles was er in dieser Welt zu essen hat, alles was er isst, muss für Allah sein. Alles was er trinkt, es muss für Allah sein. Sein Schlaf muss für Allah sein. Sein Wiederaufwachen muss für Allah sein. Seine ganze Seele muss für Allah sein. Und wenn das für Allah ist und er braucht was, damit er für Allah da sein kann, kann er beten und verlangen. So that brother that asked that question, if you can do a dua for worldly interests, then we know already that he is a believer, that he is faithful, and then he has to understand that the food he's eating is for Allah, that the drinks he's drinking is for Allah, the sleep is for Allah, his work is for Allah, and all his life is for Allah. So if then he's asking for worldly things to do his service for Allah, of course he can do that. Wenn du krank bist und du brauchst die Gesundheit, für wen wenn du gesund bist, willst du da sein? Du möchtest Gesundheit erlangen, damit du wieder in Disco und da und dort hier hüpfen und tanzen kannst und mit Shaitan hier rumspazieren und suffen und puffen und so weiter. Dann darfst du nicht beten für sowas. If you're sick and you want to ask for health to get better, but once you got better, all you want to do is go into the discotheque and jump around, dance around with Shaitan, have a walk with him, then no, you shouldn't do that. Wenn du aber sagst, oh Allah, ich bin krank, gib mir Gesundheit, denn ich möchte vor dir wieder niederwerfen können, für dich mich einsetzen können, dass diese Kraft brauche ich für dich, für deinen Einsatz auf deinem Weg, dann darfst du beten, dann darfst du verlangen nach Gesundheit. Ich bin schwach, ich habe nichts zu essen, ich kann mich nicht bewegen. Gib mir Essen, darfst du beten. Du darfst verlangen. But if you're sick and you say, oh Allah, please give me health so I can again bow down and pray, ask, do zikr for you, do service for you, then of course you can ask for worshipping. Of course you can do that dua. And if you are weak and you need food, and then of course you can ask. Und für deine Familie, wenn du keine Arbeit hast und deine Familie muss versorgt werden, natürlich darfst du bitten, oh Allah, öffne mir eine Tür, so dass ich hier eine Arbeit gefunden habe und meine Familie versorgen kann. Das ist eine gute Absicht. Du möchtest die Menschen, die dir anvertraut sind, hier versorgen. Das ist eine gute Absicht, darfst du bitten. And if you're poor and you have to support your family, of course you can ask Allah, oh Allah, please help me to find work so that you can provide for your family, because those have been entrusted to you. And of course you can make the dua. Aber nicht, oh Allah, gib mir Millionen, mach mich zum Star, so damit ich mich mehr amüsieren kann, auf Seychellen wohnen kann und so weiter. Das ist schamlos. But not to make a dua to, oh Allah, please make me rich as hell. Make me rich as a star, just so you make me famous, just so you can increase your enjoyments and jump around and have some flat, some apartment in the Seychelles. No, you're not allowed to do that dua. Ein Gläubiger muss wissen, sich bewusst sein, wenn er seine Hände öffnet und bittet, er ist in der Gegenwart des Sultans. Audienz, sagt man. Der Sultan hat die Toren seines Palastes geöffnet und das Volk darf reinkommen und seine Wünsche äußern und es wird gewährt. Das ist diese Situation in diesem Moment, wenn du deine Hände öffnest und bittest. Du stehst vor dem Sultan und du verlangst für deinen Esel Stroh. So, if you are a believer and a truly faithful one, you have to understand that once you open your hands for Allah to ask for something, it is that you open your hands to the Sultan, and we call it, you get to have an audience.
that the Sultan is opening his gates for the people to come in and to ask him anything they need. And if you come and ask the Sultan, and who's present, that who's going to directly fulfill your wishes, and you just ask him for hay for a donkey, that's what you're doing then. Als ob du vor dem Sultan stehen würdest und der Sultan fragt dich, bitte, so dass ich dir gebe. Und der Mensch da sagt, ich habe einen Esel da hier im Stall hier und der braucht Stroh. Und der Sultan ist enttäuscht. Wer hat den da reingelassen? Der weiß nicht mal, was Richtiges zu wünschen. Er steht vor dem Sultan, anstatt nach Gold zu bitten, bittet er um Stroh für seinen Esel. Das ist der Mensch, der für weltliche Sachen seine Hände öffnet und dem Herrn, der ihm alles geben könnte, für hier und hiernach um Stroh bittet. Alles, was für weltlich, alles Gebete für das Weltliche ist wie Stroh des Esels. So, if you're standing in front of the Sultan and the Sultan says, ask anything and I will fulfill your wish. And then you just ask him, well, I'm Sultan, I have a donkey over there in the shed. You need straight. Can I have some of that? And he's like, what? And he's completely disappointed with that. Who let them in? Who let him in? He can't even ask properly. You need to ask for gold. You need to ask for life here and hereafter. And he's just asking for straight for his donkey. So the dua for the worldly things are just like, hey, for the donkey. Wenn du bittest, sag, öffne deine Hände und sag, oh Allah, du bist mir näher als mein Schlagader. Du weißt, was ich bedürftig bin und was nicht. Du weißt, was ich wirklich bedürftig und bin und nicht. So if you open your hands, you say, oh Allah, you're closer to me than the vein in my neck. Please give me what I need, what I really, really need. Because you know what I really need. Entscheide du für mich. So you decide for me. Weil ich habe die Entscheidung dir überlassen über mich. Because I gave all the decisions over me to you. Ich habe das erkannt, dass ich die Entscheidung über mich dir überlassen muss. Weil du sagst, oh ihr Gläubigen, was wisst ihr schon? Was ihr für euch gut erdacht, ist vielleicht schlecht für euch. Und was schlecht erdacht, ist gut für euch. Ihr habt doch keine Ahnung, was gut und schlecht für euch ist. Deshalb ich überlasse es dir, oh Allah. Meine Verantwortung. And you say, oh Allah, I realized I gave all my powers of decision making to you. Because didn't you say, all you believers, what do you know what's good for you? Because all that you think is good for you might be wrong, and all that you think is wrong for you is actually good for you. So I'm giving, in understanding that, I'm giving all my decision-making power to you. That is my decision. Sag, oh Allah, ich bin arbeitslos, ich bin krank, das siehst du alles. Und ich möchte für dich da sein und alles mein Leben widme ich wieder dir, was du mir gegeben hast. Gib mir, was ich brauche dafür. Gib mir das Beste. Oh Allah, I'm unemployed, I'm sick. You see it all, you already know. And I want to get better so I can work again for you, do my service for you. So please, give me the best. Deshalb braucht der Mensch eine Führung, eine Führungsperson, ein Sheikh. Weil so leicht ist es nicht mit der Verbindung mit Gott. Weil man ist noch nicht so weit. Braucht man einen Vermittler, den Sheikh. Und zu dem kannst du gehen, das ist die Möglichkeit, und sagen, ist das gut für mich oder schlecht? Das ist der einfachere Weg. And that is why you need someone to guide you, to lead you. You need a good leader, someone who teaches you, who is a good leadership, because he is going to tell you then what is really good or not. And that's why you can go to a sheikh and ask him, well, I need this, and can you tell me, is it good or not for me? Inshallah, die Antwort ist gegeben. Mein Bruder hat eine gute Frage gestellt. Das ist nicht nur für ihn, das ist für alle, weil das war eine wichtige Frage.
and inshallah the answer got through, and the brother did ask a very good question, and that question, the answer was not only for him but for everybody else as well, and inshallah we will understand. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Only one. Enough for tonight. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Rahmatullahi. Da ist noch eine Frage über Adnan Oktan, möchte jemand auf Türkisch? Was wollen Sie wissen? Türkisch oder Deutsch? Also es sind auch hier im Chat, wollte auch noch jemand eine türkische Frage stellen, aber er hat sie nicht gestellt. Also wir haben ihn nochmal gefragt jetzt, aber bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Was ist die Frage? Ja? Ich stelle die Frage. Nein, über anderen auch, was ist das für eine Frage? Gibt's nicht. Haben wir auch schon beantwortet. Letzte Woche. Wir sollen in unsere Chatgruppen oder Facebook-Seiten reingehen und schauen, wir haben alles erzählt und Wir erklärt. haben eine türkische Sohbet über Adnan gegeben. Letzte Woche. Das haben wir auf YouTube. Tamam. Tamam. Hürmetin abi Fatiha. Und der Bruder, der die Frage gestellt hat, bedankt sich recht herzlich und er ist überzeugt von dieser Antwort und er ist sehr glücklich. Grüß ihn von uns. Er macht uns gute Dienste, möge Allah ihn segnen. Er übersetzt unsere Sohbet, sagt er in YouTube. Türkisch oder was? Auf Englisch. Kiba. Mehmet Efendi aus. Ja, letztlich schon. München. Ja. Ja. Also Sie wollten eine türkische Frage stellen, aber machen das nicht. Also Hat er ein Bild? nein. Ist das jetzt auserlässt?